Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zum ersten Godzilla-Film von 1954. Der Film, der mit dem Kaiju-Jäger ein eigenes Genre begründet hat. Ishiro Honda hat nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Die Produktion führte Tomiyuki Tanaka und die großartige Musik stammt von Akira Ifukube. Der Film beginnt auf dem Fischkutter Aiko Maru. Plötzlich kommt es zu einer großen Explosion auf dem Meer und das Boot sinkt. Daraufhin wird der Marineoffizier Ogata, gespielt von Akira Takarada und gesprochen von Paul Edwin Roth, informiert, der den Vorfall untersuchen soll. Ein weiteres Schiff, die Bingo Maru, wird zur Suche und Rettung der Mannschaft entsendet, doch auch bei diesen bricht der Funkkontakt ab. Nachdem ein Überlebender des Fischkutters auf Odo an Land gespült wird, ist sich dessen Ältester sicher, dass er den Grund für die Angriffe auf die Schiffe kennt. Demnach sucht das sagenumwobene Monster Godzilla an Land nach Nahrung, wenn es im Meer keine Fische mehr findet und nur Menschenopfer könnten es wieder besänftigen. Die Presse erscheint und hört sich die Geschichten der Einheimischen an. Während die jüngeren Einwohner die Aussage des alten Mannes zuerst noch für Aberglauben halten, so wird ihnen in der Nacht schmerzhaft bewusst, dass der Alte recht hatte. Godzilla steigt aus dem Meer und verwüstet die Insel. Daraufhin wird Tokio von der Presse informiert. Professor Yamane, gespielt von Takashi Shimura und gesprochen von Alfred Balthoff, wird ins Parlament gerufen und nach seiner Meinung gefragt. Er will ein Team formieren und die Insel untersuchen. Dort angekommen, beginnen sie mit der Untersuchung der Spuren des Godzillas. Dabei wird entdeckt, dass sie nicht nur radioaktiv sind, sondern auch, dass das Wesen viele Millionen Jahre alt sein muss, da Triboliten in seinen Fußspuren gefunden werden. Die Menschen folgen den Spuren und finden tatsächlich Godzilla, als sie einen Hügel besteigen. Voller Angst rennen die Menschen um ihr Leben, während sich Godzilla ins Meer zurückzieht. Wieder zurück in Tokio spricht der Mann über das Gesehene im Parlament und schnell entsteht eine hitzige Debatte, was mit Godzilla passieren soll. Die Menge ist dafür, dass er getötet werden sollte. Daraufhin beginnt die Marine damit, Godzillas vermuteten Aufenthaltsort zu bombardieren. Davon aufgeschreckt nähert sich Godzilla Tokio und wird von einem Vergnügungsdampfer entdeckt. Professor Yamane wird wieder um Rat gebeten und als sie gefragt wird, wie das Monster am besten zu beseitigen sei, kann dieser darauf keine Antwort geben, da selbst das Bombardement der Marine nichts brachte und er lieber das Wesen untersuchen würde. Emiko besucht zusammen mit dem Reporter Sakai Dr. Serizawa, dem sie seit ihrer Kindheit versprochen ist. Der Reporter spricht ihn darauf an, dass er erfahren hat, dass ein deutscher Freund Serizawas sagte, dass er ein Mittel für die Beseitigung Godzillas erforscht hat. Dieser verneint und schickt den Reporter wieder weg. Danach führt er Emiko seine Erfindung, den Oxygenzerstörer, vor. Der Oxygenzerstörer zersetzt den Sauerstoff in seiner unmittelbaren Umgebung und kann so alles Leben töten. Serizawa wollte mit der Erfindung des Oxygenzerstörers als bedeutendster Wissenschaftler der Welt in die Geschichte eingehen. Da der Oxygenzerstörer in den falschen Händen allerdings zur bedrohlichen Waffe werden könnte, will Serizawa vorher einen Weg finden, um ihn zu neutralisieren, bevor er ihn publik macht. Daher nimmt der Emiko das Versprechen ab, niemandem von seiner Erfindung zu erzählen. Godzilla geht in Tokio an Land und lässt sich auf seinem Weg nicht vom Militärbeschuss aufhalten. Panik bricht aus und Godzilla zerstört alles auf seinem Weg. Professor Yamane kann nur zusehen. Daraufhin erarbeitet die Armee einen neuen Plan. Die Bucht von Tokio soll evakuiert und mit Starkstromleitungen geschützt werden. Godzilla geht wieder an Land und das Militär macht sich bereit. Doch weder der Armeebeschuss noch die Starkstromleitungen können Godzilla aufhalten. Sie werden einfach durch seinen Hitzestrahl geschmolzen. Er zerstört die Stadt und setzt sie mit seinem Hitzestrahl in Brand. Die Luftwaffe erscheint und scheint Wirkung zu zeigen. Godzilla zieht sich wieder ins Meer zurück. Als Emiko das Elend im Krankenhaus sieht, kann sie nicht anders als Ogata von Serizawas Erfindung zu erzählen. Beide versuchen nun, Serizawa vom Einsatz des Oxygenzerstörers zu überzeugen. Dieser sträubt sich zunächst, lenkt aber ein, als er die Fernsehbilder des von Godzilla verursachten Elends sieht. Daraufhin verbrennt er seine Forschungsergebnisse und geht mit beiden mit. Ein Schiff mit Emiko, Ogata, Serizawa, Professor Yamane und der Presse an Bord sucht per Geigerzähler Godzillas Aufenthaltsort. Ogata und Serizawa tauchen hinab, obwohl Ogata Serizawa davon abhalten will. Dieser meint aber, dass er als einziger den Oxygenzerstörer bedienen kann, doch er hat noch einen anderen Hintergedanken. Nach dessen Einsatz sollen von Godzilla nicht mehr Knochen übrig bleiben. Während Ogata wieder auftaucht, bleibt Serizawa unten, wünscht Ogata per Funk, dass er mit Emiko glücklich wird und schneidet sein Sauerstoffkabel durch. Auf diese Weise nimmt er seine Forschung mit ins Grab. Godzilla versucht noch zu entkommen, doch fällt gen Meeresboden und löst sich auf. Professor Yamane hält das Schlusswort und meint, dass der Menschheit noch schlimmere Katastrophen als Godzilla drohen, wenn sie weiterhin die Atomkraft missbrauchen. Zum Abschluss erfolgt die Bewertung des Films. Wir werden zu jedem Film jeweils eine Bewertung abgeben und danach den Durchschnitt ermitteln. Danach wird es für jede Reihe eine Gesamtauswertung geben. Bewertet werden die folgenden Kategorien. Erstens die Handlung, zweitens die Kostüme, die Modellbauten und die Special Effects, drittens die Musik, viertens die Kämpfe
Und 5. der Spannungsbogen. Bewertet wird zwischen 1 bis 10 Gs. Als erstes zur Handlung. Diese ist sehr stimmig, spannend und strukturiert aufgebaut und vor allem die Botschaft am Ende des Films ist dabei herauszuheben. 10 von 10 Gs. Die Kostüme, der Modellbau und die Special Effects sind für die damalige Zeit einfach atemberaubend. Vor allem die Unterwasserszenen, die allgemeinen Modellbauten und die Auflösung der Fische und Godzillas sind einfach super. Einen Punkt Abzug gibt es für die Kopfpuppe von Godzilla. 9 von 10 Gs. Und 3. die Musik. Diese ist einfach genial und Oscar-würdig. Die wuchtige Musik passt perfekt zu Godzilla und der Schülerchor perfekt zum verursachten Elend. 10 von 10 Gs. 4. die Kämpfe. Die sind sehr einseitig, da Godzilla das einzige Monster im Film ist. Die Armee hat zu keiner Zeit eine Chance zu gewinnen. 6 von 10 Gs. 5. der Spannungsbogen. Dieser ist sehr fest und aufgebaut. Godzilla wird erst sehr spät und auch nur sporadisch gezeigt. Erst ab dem 2. Akt sieht man ihn in seiner ganzen Gänze. 9 von 10 Gs. Moin Leute, hier der Sven. Also, nun zu meiner Bewertung. Erstens zur Handlung. Der erste Godzilla ist von der Handlung absolut gelungen. Es passieren mysteriöse Vorfälle, man versucht herauszufinden, was passiert ist und hilft den Menschen. Dann langsam offenbart sich die kolossale Bedrohung. Das ist klassisch für solche Filme, aber es wirkt niemals platt oder plump. Man kann sagen, Ishiro Honda kann Storytelling. 10 von 10. Kostüm und Modelle. Das Kostüm ist hervorragend. Die Wuchtigkeit der Kreatur ist deutlich zu erkennen. Die Modelle sind herrlich detailliert und für die Spezialeffekte hätte Eiji Tsuburaya einen Oscar mehr als verdient. 10 Gs. Musik. Für mich sind die Godzilla-Filme und auch andere Produktionen immer mit Akira Ifukube verbunden. Der Mann zeigt sein Talent zum ersten Mal für einen Kaiju-Film und trifft zu jeder Szene den richtigen Ton. Seine Themen und Märsche sind legendär. Mega Job. 10 Gs. Zu den Kämpfen. Zu den Kämpfen kann man im ersten Film noch nicht viel sagen. Ich zähle dazu die Angriffe des Militärs und den Einsatz des Oxygenzerstörers. Es wird nicht langweilig, sieht gut aus, also 10 Gs. 5. der Spannungsbogen. Der Stimmungsaufbau beginnt gleich zu Anfang mit dem Untergang der Eikomaru. Die Charaktere werden nach und nach eingeführt und nehmen bis zum Ende des Films am Geschehen teil. Es gibt im Film mehrere kleine Höhepunkte. Zum Beispiel als die Menschen zum ersten Mal Godzilla erblicken oder als Emiko den Oxygenzerstörer sieht, den wir als Zuschauer nur im Offscreen sehen. 10 von 10. Abschließend zur Gesamtbewertung. Insgesamt komme ich auf 46 von 50 Gs, Sven kommt auf 50 von 50 Gs und damit ergibt sich ein Durchschnitt von 48 von 50 Gs. Der Film ist ein absolutes Must-Have und sollte von jedem einmal gesehen werden. Bis dann. Es war Frankenstein.